Hallo liebe 1000 PS Fans, ich teste für euch die Honda Goldwing in dieser 40th Anniversary Edition. Jahre gibt es die Honda Goldwing nun also schon. Das ist eine ganz schön lange Zeit für eine Motorradbaureihe. Natürlich hat sich viel getan, es hat sich viel verändert. Dieses Modell nun in der 40-jährigen Jubiläumsedition kann man ganz leicht von der normalen Goldwing unterscheiden durch diese wirklich schöne Zweifarblackierung. Rot-Schwarz kommt gut bei diesem relativ klassischen Motorrad. Zusätzlich gibt es noch ein paar Embleme an der Front. Am Schlüssel findet man dann auch einen Hinweis auf die 40-Jahr-Edition. Und auf der Beifahrerlehne gibt es auch eine Prägung auf dem Leder. Beifahrersitz nämlich, auch wenn es wie ein Fauteuil ausschaut, der eigentlich im Wohnzimmer stehen sollte. Würden sich nun alle Motorräder dieser Welt transformermäßig in Autos verwandeln, dann wäre die Goldwing mit Sicherheit ein Sattelschlepper. Das ist ein richtig schweres Drum. Die Goldwing wiegt 413 Kilo. Das ist unglaublich viel für ein Motorrad, allerdings fahrfertig mit Sprit und ABS auch dabei. Also ist ja gar nicht so viel. Nein, es ist wirklich viel. Man merkt es vor allem beim Rangieren, beziehungsweise man merkt es eigentlich nur beim Rangieren. Da habe sogar ich, obwohl ich ja auch ein etwas schwererer Mensch bin, Probleme, die Maschine im Gleichgewicht zu halten. Also ich muss mich schon anstrengen. Und besonders dekadent oder eigentlich auch hilfreich ist, dass die Goldwing mit einem Rückwärtsgang ausgestattet ist. Man muss dann nur einen kleinen Knopf drücken und kann dann mit dem Starter rückwärts fahren. Das ist dann eben auch der Elektromotor des Starters, der die Maschine dann zurückschiebt. Ja, funktioniert gut und in Wirklichkeit bei über 400 Kilo ist es schon hilfreich. Abgesehen von ihrem Elektromotor zum Zurückschieben hat die Goldwing natürlich auch einen echten Motor und das ist ein ziemlicher Woscher, wenn man das so sagen kann. Es ist ein Boxer 6-Zylinder mit über 1,8 Liter Hubraum, das schon einmal nicht schlecht. Die Leistung 118 PS bei 5500 Touren, das reißt uns jetzt nicht vom Hocker. Vor allem mit über 400 Kilo ist das fast schon ein bisschen untermotorisiert, könnte man meinen. Das Drehmoment von 167 Newtonmetern bei 4000 Touren, das schiebt aber dann mächtig an, also es geht schon was weiter. Ich möchte die Goldwing eher mit einem gut motorisierten Auto vergleichen, weil man sich so in diesem Motorrad drinnen fühlt. Diese fette, fett ist jetzt gemein, aber diese dicke Verkleidung da vorne, die hohe Scheibe, man kann sie ja noch ausziehen, das bietet eine Geborgenheit, die vermutlich sonst kein anderes Motorrad bieten kann. Auch der Sitzkomfort phänomenal. Also das ist eben wirklich sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer der Fauteuil, der normalerweise im Wohnzimmer stehen sollte. Da sitzt man drauf und fährt einfach tausende Kilometer am Stück und hat sicher keine Beschwerden mit dem Hintern. Die Fahrdynamik an sich, wenn dann halt einmal Kurven kommen, was vermutlich auf der Autobahn nicht so schlimm ist, aber wenn man eben sehr enge, kurvige Strecken fährt, dann kommen sie nun mal und dann sollte man diese über 400 Kilo schon unter Kontrolle haben. Damit meine ich, dass man eigentlich vor der Kurve sich fix überlegen sollte, welche Linie man einschlagen möchte oder welche Linie man fahren möchte, weil Korrekturen in der Kurve sind dann sehr schwer möglich, eigentlich unmöglich. Also wer sich das vorher überlegt, in welchem Radius er um die Kurve zirkeln möchte und diese Linie auch hält, der kann dafür auf eine sehr stabile Fahrwerksabstimmung vertrauen. Also da ist nicht, dass die Goldwing auf einmal
schlimm hineinkippen würde oder irgendwelche Anstalten machen würde, da irgendwelche Unannehmlichkeiten ins Fahrwerk einzubringen. Das funktioniert tadellos. Also ich würde sagen, sie fühlt sich trotz des hohen Gewichts sportlicher an, als man es bei über 400 Kilo vermuten würde. Ein großes Lob in dem Fall auch an die Reifen. Ich bin sie eben heute auch ein bisschen wie soll ich sagen, man sollte es ihr nicht unbedingt immer zutrauen, so fahren zu müssen. Der Goldwing, die hat halt schon viel mitmachen müssen, aber sie hat vorne einen 18 Zöller, hinten einen 16 Zöller. Das ist eine ausgezeichnete Kombination für dieses Motorrad zumindest. Also vom Fahrwerk her war ich positiv überrascht. Ganz besonders positiv überrascht war ich von der Bremsanlage. Es ist ein Combined ABS auf der Goldwing montiert. Das heißt, wenn ich vorne bremse, bremse ich automatisch auch hinten und umgekehrt. Wenn ich den Fußbremshebel betätige, wird vorne auch mitgebremst. Ich war aber eben wirklich positiv überrascht, wie stabil und völlig ohne irgendwelche Anzeichen von Schwäche diese Bremse permanent und immer wieder zupackt. Wie gesagt, ich bin sie ja etwas seltsam gefahren in dem Kurvengeschlängel da. Hat aber ausgezeichnet funktioniert, und wenn man bedenkt, dass die Maschine über 400 Kilo wiegt, mit mir, dann, was werden es sein, vielleicht 450 Kilo, ich wiege ja nicht so viel. Nein, also wirklich leider über 500 Kilo, wobei hinten ist ja noch was drinnen. Das müsste man, ich würde erwarten, dass das mächtig anschiebt, also dass das einfach weiterschiebt, aber das ist für die Bremse überhaupt kein Problem. Ja, warum kauft man sich so eine Goldwing? Ich nehme mal ganz stark an, wegen des Komforts, den sie bietet, wegen der Annehmlichkeiten, und dementsprechend umfangreich ist die Grundausstattung, die sie hat, beziehungsweise es gibt, glaube ich, gar nicht viel, was man dazu nehmen könnte oder müsste. Da ist alles drin und dran, was man braucht. Es ist, wo fange ich an? Sitzheizung vorne, hinten, Radio, das ist auch super, Surround-System, laut genug, also ich habe da selber genug gehört und habe, glaube ich, auch die Gassen 3 weiter beschallt. Also das funktioniert ausgezeichnet. Eben der Retourgang ist dabei. Ein Navigationssystem ist fix inkludiert, das auch mehr oder weniger alle Stückeln spielt, die ein modernes Navigationsgerät haben muss. Es kann eine Speicherkarte eingeschoben werden. Man kann Touren, die man am Computer geplant hat, dann sozusagen mit der Goldwing abfahren per Navi. Was haben wir noch? Was sehe ich denn noch? Ein Tempomat ist dabei, wobei das sollte auf so einem Ding schon Standard sein. Ich habe einen Schieberegler. Interessanterweise geht sowas dann halt auch ohne irgendeine Elektronik, mit der ich die Goldwing besser belüften kann. Wie gesagt, das ist ja eigentlich so geschützt wie in einem Auto fast. Da möchte man dann vielleicht ein bisschen Luftzufuhr haben. Ich kann die Windschutzscheibe verstellen. Das ist allerdings ein kleines Manko unter Anführungszeichen. Ich muss 2 Hebeln entriegeln und muss sie dann per Hand rauf und runter geben. Es geht schon auch während der Fahrt. Warum das nicht elektrisch ist, weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, bei 413 Kilo Eigengewicht auch schon wurscht gewesen. Aber das kann ja dann noch werden. Ich habe so eine kleine Klappe vorne in der Scheibe, die ich aufmachen kann, damit ich mir etwas bessere Belüftung hole. Ich habe ein Koffersystem samt einem integrierten Topcase mit 150 Litern Fassungsvermögen. Also da geht schon ein guter Einkauf rein. Da geht eben auch das Gepäck für eine Woche wahrscheinlich rein für beide, Fahrer und Sozia. Ich kann die Federvorspannung verstellen, damit ich meinen Beladungszustand, damit ich mein Fahrwerk auf den Beladungszustand abstimme. Es ist extrem viel dabei, und, das hätte ich fast vergessen, was die Goldwing auch eigentlich als einziges Motorrad besitzt, ein Airbag. Das ist jetzt nicht neu an der 40th Anniversary Edition, aber das hat eben nur die Goldwing, einen Airbag, der mit Sensoren an der Gabel, je nachdem wie hart oder stark der Aufprall ist, einen Airbag zündet, der dann vorne aufgeht und durch die Scheibe gestützt wird. Hat auch einige Testprozeduren logischerweise bei Honda über sich ergehen lassen müssen, aber auch bei
einigen Institutionen, die eben die Sicherheit testen, und hat eigentlich ein sehr gutes Zeugnis bekommen. Was mir jetzt auch noch einfällt, was ich eigentlich nicht erwähnen müsste, aber unbedingt erwähnen möchte, weil es eigentlich auch völlig unwichtig ist: Die Scheinwerfer vorne haben eine Kupfer-Zinn-Zink-Legierung, wodurch sie so schön glänzen. Tja, wurscht, abschlecken müssen wir es ja nicht und schaut cool aus. Also wem so ein dickes Drum, tut mir leid, aber ich glaube, die Fans der Goldwing und all jene, die es noch werden wollen, werden es mir verzeihen, wenn ich sage, das ist ein dickes Drum. Ist halt so, wer das mag, wer das möchte, der weiß, worauf er sich einlässt. Und ja, wie gesagt, der gesamte Luxus, der da drauf ist, den kann kaum ein anderes Motorrad bieten. Die Goldwing hat Flair, die Goldwing hat Geschichte und die Goldwing fährt in Wirklichkeit besser, als man es von einem über 400 Kilo Brocken erwarten könnte. Der Motor ist seidig, sanft, der zieht schön, Drehmoment ist vorhanden. Es ist jetzt kein super sportliches Motorrad, aber das erwartet ja hoffentlich auch niemand. Und die Bremsanlage, von der bin ich natürlich restlos begeistert. Also insgesamt ein wirklich gutes Motorrad, das es jetzt in dieser 40th Anniversary Edition gibt. Ja, die Honda Goldwing, definitiv kein Motorrad für die Jacqueline Highsider, auch wenn ihr sie gerne wieder mal gesehen hättet. Das hätte sie bestimmt nicht geschafft. Aber ich hoffe, ihr wart auch mit mir zufrieden mit meinem Gequatsche über die Goldwing. Es gibt ja viel zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr überhaupt unseren 1000 PS YouTube-Kanal abonniert. Dann könnt ihr eben auch Kommentare abgeben zu diesem Video, zu allen anderen Videos, die wir haben. Wenn es euch gefallen hat, positive Kommentare klarerweise, negative sehen wir nicht so gern. Aber wurscht, danke fürs Zuschauen.